Niemand kannte seinen Namen. Niemand wusste, woher er kam. Doch jeden Morgen, Punkt 7:45 Uhr, öffnete er die Tür Nummer 12 des alten Gebäudes in der Akazienstraße, ging hinein, ohne sich umzusehen, und verschwand die Treppe hinauf. Immer mit demselben braunen Mantel, denselben langsamen Schritten, demselben verlorenen Blick. Sophia beobachtete ihn vom Fenster des Cafés aus, seit fast 6 Monaten. Sie arbeitete dort, seit sie ihr Architekturstudium abgebrochen hatte, nachdem ihre Mutter krank geworden war und die Rechnungen sich häuften, schneller als jeder Traum. Sie blieb immer in der Nähe des Fensters, wischte dieselbe Theke oder ordnete die Auslage mit Süßigkeiten, nur um ihn beobachten zu können. Etwas an diesem Mann fesselte sie. Es war keine Liebe, kein Mitleid. Es war ein stummes Rufen, eine Art Verbindung, die sie nicht benennen konnte, aber die mit jedem Morgen wuchs. Er schaute nie zurück, änderte nie sein Tempo, fehlte nie. Er war fast wie ein Teil der Routine, der Stadt, wie das entfernte Rauschen der Busse, die Tauben auf den Stromleitungen, das alte Radio von Onkel Miguel, das im Hintergrund der Bäckerei Boleros spielte. Aber an diesem Tag war etwas anders. Der braune Mantel hatte einen kleinen Riss am Ärmel. Und für einen kurzen Moment, bevor er die Tür 12 betrat, hielt der Mann inne, drehte leicht den Kopf. Sophia war sich sicher, dass sich ihre Blicke kurz trafen, als ob er wusste, dass er beobachtet wurde, als ob er es wollte. Im nächsten Moment war er verschwunden, wie immer. Aber Sophias Herz raste noch stundenlang. In jener Nacht konnte Sophia nicht schlafen. Wer war dieser Mann? Warum schien nur sie ihn zu bemerken? Sie suchte im Internet nach Bewohnern der Akazienstraße. Nichts. Versuchte, sich an Geschichten der Nachbarn zu erinnern. Stille. Am nächsten Tag beschloss sie, etwas zu tun, das sie noch nie getan hatte. Sie überquerte die Straße und stellte sich vor Tür 12. Sie tat so, als würde sie auf jemanden warten, lehnte sich an das verrostete Tor und betrachtete das Klingelbrett. Kein Name, keine Klingel mit der Nummer 12. Die Tür schien zu einer Wendeltreppe zu führen, die zu den oberen Etagen führte. Ein altes Gebäude, unterteilt in verlassene Büros und kleine Wohnungen, doch niemand antwortete. Niemand reagierte. Am Dienstagmorgen kam er nicht. Sophia sah auf die Uhr. 7:45 Uhr, nichts. 7:50 Uhr, niemand. Um 8:15 Uhr, mit schiefem Schürzenband und schwerem Herzen, überquerte sie erneut die Straße und stellte sich vor Tür 12. Sie klopfte. Nichts. Legte ihr Ohr an die Tür. Stille. Als sie sich umdrehte, um zurückzugehen, sagte eine alte Dame, die gerade aus dem Nachbarhaus trat: »Weg, nicht wahr?« Sophia erstarrte. »Was meinen Sie?« »Der Mann von Tür 12. Er war immer da. Seit Jahren. Jetzt ist er weg.« »Kannten Sie ihn?« Niemand kannte ihn. Man wusste nur, dass er kam und dass niemand außer ihm diese Tür betrat. Die Tage vergingen und Sophia fühlte sich leer. Es war nicht nur das Fehlen des Mannes von Tür 12. Es war die Stille, die er hinterlassen hatte. Es war, als hätte ihre eigene Routine ihren Sinn verloren. Sie versuchte sich einzureden, dass es albern war, sich so viele Gedanken zu machen. Doch sie vermisste ihn, das Geheimnis, jenen verlorenen Blick. Am Freitag nach der Arbeit konnte sie nicht mehr widerstehen. Sie überwand die kleine Absperrung vor Tür 12 und trat ein. Die Wendeltreppe knarrte bei jedem Schritt. Der Geruch von Moder und altem Holz lag in der Luft. Im 2. Stock stand eine Tür halb offen. Drinnen fand sie etwas, das ihr die Tränen in die Augen trieb. Der kleine Raum war voller Bücherstapel, schiefer Bilderrahmen, alter Möbel und hunderter verstreuter Papiere. In der Ecke stand eine Schreibmaschine und ein Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau mit Augen, die Sophias zum Verwechseln ähnlich waren. Langsam näherte sie sich. Auf dem Tisch lag ein Umschlag mit ihrem Namen. Sophia. Handgeschrieben. Mit der gleichen Schrift wie auf den Etiketten der Bücher. Ihre Hände zitterten, als sie den Umschlag öffnete. »Wenn du das hier liest, hattest du endlich den Mut einzutreten. Ich wusste, dass du mich gesehen hast. Und ich sah dich auch. Ich habe Monate darauf gewartet, dass du dich näherst. Aber ich verstehe die Angst. Sophia, ich kannte deine Mutter vor 33 Jahren. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an das denke, was ich zurückgelassen habe. Deine Mutter war die liebevollste und mutigste Frau, die ich je kannte. Sie hat mir nie gesagt, dass sie schwanger war
Und ich war feige. Ich reiste weit weg, um vor meinen Gefühlen zu fliehen. Doch ich konnte nie wirklich entkommen. Jahre später erfuhr ich, dass sie eine Tochter bekommen hatte. Dein Name war Sophia. Sophia spürte, wie ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Seit ich dich das erste Mal in diesem Café sah, wusste ich es. Du hast ihre Augen, dieselbe Art, die Welt anzusehen, als würdest du Schmerzen tragen, die keiner sieht. Ich wollte mich dir nähern, doch wie sagt man einer Tochter, dass ihr Vater sie verlassen hat, bevor sie geboren wurde? Sie musste sich setzen. Alles drehte sich, alles tat weh. Der Mann an Tür 12 war ihr Vater. Sophia verbrachte Stunden in dieser kleinen Wohnung. Jedes Detail schien ein Teil von ihr zu sein. Ein Gemälde mit einem Strand, den ihre Mutter früher gezeichnet hatte. Ein gefalteter Zettel mit ihrem Geburtsdatum. Ein Gedichtband mit einer Widmung für Lucia, die Frau, die mir mehr gab, als ich verdiente. Sie weinte, wie sie seit dem Tod ihrer Mutter nicht mehr geweint hatte, und zum ersten Mal spürte sie Wut. Wut auf diesen Mann, der sie zurückgelassen hatte. Wut, weil sie es erst jetzt erfuhr. Wut, weil sie ihn verloren hatte, ohne überhaupt seinen Namen zu kennen. Aber sie fühlte auch etwas anderes. Eine seltsame Erleichterung. Er hatte sie gesehen, er hatte sie immer gesehen. Während sie eine Schublade durchsuchte, fand sie einen weiteren Brief. Dieser war aktueller. Datiert 2 Wochen zuvor. Mein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Meine größte Angst ist zu sterben, ohne in deine Augen geschaut und gesagt zu haben, vergib mir. Wenn ich nicht mehr da bin, bitte geh zu dem alten blauen Lagerhaus in der Castrostraße 117. Dort findest du alles, was ich dir nie geben konnte. Sie las nicht einmal zu Ende. Sie rannte los. Der Himmel war grau und der Wind scharf wie Klingen. Aber sie musste dorthin. Die Castrostraße war ein fast vergessenes Industriegebiet. Die blaue Lagerhalle stand dort, versteckt zwischen Graffiti-Mauern und urbanem Schweigen. Drinnen Pappkartons, eingewickelte Bilderrahmen, ein Rollstuhl. Und ein Schrank, verschlossen mit einem Schlüssel, der dem Brief beilag. Als sie ihn öffnete, fand Sophia Mappen, ordentlich beschriftet mit ihrem Namen. Fotos. Nie abgeschickte Briefe, Zeichnungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht hatte. Ihre Mutter hatte sie wohl aufbewahrt und irgendwie an ihn weitergegeben. Und ganz hinten ein alter Kassettenrekorder mit einer beschrifteten Kassette. Für meine Tochter. Sie drückte auf Play. Sophia. Meine Tochter. Ich weiß, du nennst mich nie Vater, musst du auch nicht. Aber du solltest wissen, ich habe dich immer geliebt, auch ohne dich zu kennen. Seine Stimme war tief, zitternd, aufrichtig. Und Sophia brach zusammen. In jener Nacht kehrte Sophia mit einem Koffer voller Erinnerungen nach Hause zurück. Erinnerungen, die sie nie selbst erlebt hatte. Sie schlief mit dem Kassettenrekorder neben dem Bett und träumte von einer Kindheit, die nie war. Am nächsten Tag kehrte sie ins Café zurück. Aber diesmal saß sie am Fenster aus einem anderen Grund. Sie kaufte Blumen, hinterließ einen Strauß vor Tür 12 und klebte einen Zettel daneben. Ich habe dich auch gesehen. Und trotz allem vergebe ich dir. Und wenn du herausfinden würdest, dass der Mensch, den du jeden Tag beobachtest, jemand aus deiner Vergangenheit ist, hättest du den Mut zu vergeben, auch ohne gemeinsame Geschichte? Mit der Zeit begann Sophia zu schreiben. Sie verwandelte diese Geschichte in ein Buch. Sie nannte es Tür 12 und widmete es all den stillen Momenten, die mehr sagen als Worte. All den unsichtbaren Verbindungen, die unser Leben verändern. Das Buch verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Menschen aus dem ganzen Land schrieben ihr, erzählten ähnliche Geschichten. Gesichter, die ihr Leben geprägt hatten, ohne je ein Wort gesagt zu haben. Sophia begann zu sprechen, erzählte ihre Geschichte in Schulen, auf Plätzen, an Universitäten. Und eines Tages, während eines Vortrags, meldete sich eine Frau zu Wort. Ich kannte den Mann von Tür 12. Er hat mir einmal das Leben gerettet und wollte nie etwas dafür. Sophia lächelte. Ihr Vater war nicht perfekt, aber irgendwie hatte er Spuren hinterlassen. Und nun und sie auch. Heute steht Tür 12 noch immer dort, verschlossen. Aber mit einem kleinen Schild, das jemand angebracht hat, von Hand geschrieben: Hier lebte ein Mann, der die Vergangenheit in der Tasche trug und Liebe in der Stille hinterließ. Sophia geht jede Woche dort vorbei, manchmal bringt sie Blumen, manchmal lächelt sie nur, denn jetzt weiß sie, nicht alle Familien entstehen aus dem Alltag, manche entstehen aus einem Blick, aus verlorener Zeit
und aus einer Tochter, die den Mut hatte, die Straße zu überqueren und eine Tür zu öffnen.